Hallo Kinder, ich bin die Bonden. Klingt komisch, ist aber so. Na, Spaß beiseite, ernst kommt. Ich habe mir gedacht, ach, wobei, Moment, halt. Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen. Das Jahr des Hundes. Yay, lasst uns alle Shiba-Hunde feiern, weil sie süß sind. Andere Hunde auch, aber Shibas, weil Shibas. So, ich habe mir gedacht, ja, wie starte ich denn am besten ins neue Jahr? Ich werde heute ein kleines Video drehen, und zwar, wie man sich am besten in Schreinen und Tempeln benimmt und was es da so zu beachten gibt. Euch sind sicherlich schon mal diese riesigen Tore aufgefallen. Diese nennt man Tori. Normalerweise sollte man sich davor und danach noch einmal davor verbeugen. Betritt man nun einen dieser heiligen Orte, es ist angebracht, diesen nicht mittig zu betreten, sondern eher an den Seiten, da der mittlere Weg für die Götter vorgesehen ist. Meistens seht ihr am Anfang so riesige, ja, so Becken. Einige sind schön verziert mit Drachen und allem möglichen, andere sind relativ simpel gehalten oder aus Holz. Darin befindet sich Wasser, mit dem man sich vorher waschen soll. Dort gibt es Schöpflöffel. Und das macht ihr folgendermaßen. Ihr nehmt den Schöpflöffel in eure linke Hand und füllt ihn mit dem frischen Wasser, was aus dem Rohr kommt, oder aus dem Bambusrohr, und gießt damit über eure rechte Hand zuerst. Lasst das Wasser durchfließen, dann wiederholt ihr den Vorgang mit der rechten Hand, nehmt dann den Schöpflöffel in die rechte Hand und gießt damit mit frischem Wasser über die linke Hand. Dann der letzte Part besteht darin, nochmal den Schöpflöffel in die linke Hand zu nehmen, nochmal frisches Wasser einzufüllen und quasi eine Schale mit der Hand zu formen und Wasser reinlaufen zu lassen. Dieses ist nun, ja, es ist eine Geschmackssache, das Wasser in den Mund zu nehmen. Einige spucken es aus und andere schlucken es herunter. Also es ist euch überlassen. Aber das ist quasi der letzte Purification-Modus, ehe ihr ja, den Tempel, den Schrein betritt. Dann gibt es noch diese riesigen, ich nenne es mal Räucherkanister. In Asakusa gibt es so etwas zum Beispiel. Es ist ja, ein riesiger, ich nenne es mal Pott, und da sind Räucherstäbchen drin. Normalerweise ist es so, dass ihr quasi in diesen Pott herantretet und diesen Rauch zu euch wedelt und ganz wichtig über die Haare und auf dem Kopf diesen Rauch verteilt. Das dient alles quasi der rituellen Reinigung, ehe ihr beten geht. Zu Neujahr, also zu Hatsumode, ist an einigen Schreinen ein Chi-no-wa aufgestellt. Das ist ein geflochtener Bogen, durch den man allein oder zu zweit, oder auch mehr Gruppen, wie man halt mag, durchgeht in einer gewissen Reihenfolge, um böse Geister zu vertreiben, ehe man beten geht. Grundsätzlich gibt es Unterschiede zwischen dem Schrein und dem Tempel. Der Schrein ist für den Shintoismus, der quasi mehrere Götter anbetet, und der Tempel beschränkt sich auf den Buddhismus, also dementsprechend, ja, gehen die Gebete dann nur an Buddha. Ich habe bei uns mal um die Ecke einen kleinen Film gedreht, wo ich quasi erläutern möchte, wie man genau richtig betet. Es sei davor gesagt, ich habe leider vergessen, meinen Hut abzunehmen, weil es ziemlich kalt war an dem Tag, also ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich wurde darauf nämlich schon aufmerksam gemacht. Die Reihenfolge ist richtig. Schaut es euch einfach mal an und ich werde danach nochmal darauf eingehen, was genau wichtig ist und worauf man achten sollte.
Dieses Ritual solltet ihr möglichst in Schreinen vollziehen, denn in Tempeln ist es eher gang und gäbe, wirklich still zu sein. Also sprich, man verzichtet auf das Klatschen, man verbeugt sich nur, betet und ja, zieht dann wieder von dannen. Also in Tempeln auf das Klatschen verzichten und in Schreinen, so wie ich es in dem Video vorgemacht habe. Nicht überall gibt es diese Glocke. Also ja, den Glockenpart, den macht man halt, nachdem man die Münzen halt in die Box reingeworfen hat. Man kann mit verschiedenem Wert beten. Also ich benutze in der Regel 5 Yen oder 50 Yen-Münzen, da diese ein Loch in der Mitte haben und ich denke mir immer, okay, das ist positiv, da geht auch der Wunsch dann durch. Allerdings gibt es so verschiedene kleine Regelchen, die man auch auf japanischen Seiten findet. Münzen, die man nicht fürs Beten verwenden sollte, sind die 10 Yen-Münzen und die 500 Yen-Münzen. Ich habe leider keine genaue Erklärung dafür, da es, ja, ich kann mal diese Liste einblenden. Man sieht einfach nur, ja, Bahts, also die sollte man nicht verwenden. Alle anderen sind gut für ja, positive Sachen, also wie gesagt, nur bei 10 und 500 Yen-Münzen, die solltet ihr nicht verwenden. Beim Rest Geld müsst ihr euch keine Sorgen machen. Dann noch etwas zum Optischen. Sehr schöne Beispiele zum Beispiel, woran ihr Schrein oder Tempel erkennt, sind so kleine Sachen. Wie zum Beispiel den Fushimi Inari Schrein. Der ist voll von Tori. Also bei Shinto-Schreinen seht ihr sehr oft diese Bögen. Und was charakterlich dafür spricht, dass es sich um einen Tempel handelt, ist meistens eine Pagode. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der Kiyomizu-dera in Kyoto. Da steht zum Beispiel auch eine riesige Pagode. Dann gibt es natürlich wundervolle kleine Sachen, die man sich bei einem Schrein kaufen kann und bei Tempeln. Es gibt diese kleinen Omamori, diese Glücksbringer. Manchmal sind sie generell für alles Mögliche, manchmal auch mit kleinen süßen Charakteren wie Gudetama oder Hello Kitty drauf, je nachdem. Oder es steht dann halt bei dem Verkaufsstand direkt dran, für was genau diese Omamori genau sind. Für Sicherheit im Verkehr, für die Liebe, für Geld, für Erfolg im Job, Erfolg beim Lernen. Also es gibt wirklich eine Bandbreite an Bedeutungen. Zu Neujahr werden die Omikuji gezogen. Das sind kleine Zettelchen und in denen steht halt drin, ja, quasi wie viel Glück man im neuen Jahr hat. Es gibt das normale Glück, es gibt das große Glück und es gibt halt dann auch das Pech. Nachdem man diesen Zettel gelesen hat, geht man zu einem Stand, der ist relativ nah dran bei den Verkaufsständen und bindet diesen Zettel wie eine Art Schleife an dieses Band dran. Dann gibt es zu Neujahr noch diese wunderschönen Neujahrspfeile. Diese haben einen historischen Hintergrund, da, wenn mich nicht alles täuscht, die Zukunft ja auch mit den Pfeilen früher vorausgesehen wurde, was ziemlich cool ist. Und diese Pfeile sind wirklich wunderschön. Die gibt es auch in verschiedenen Größen und sind immer zu Neujahr ja, kaufbar. Und die Ema darf man natürlich nicht vergessen. Das sind diese süßen kleinen Holztäfelchen, die je nach Schrein ja, das Charakteristische des Schreins oder des Tempels auf sich drauf gemalt haben. Oder ja, halt das Eto des jeweiligen Jahres drauf. Also in diesem Sinne wäre es halt der Hund. Dort kann man auf der Rückseite seinen Wunsch draufschreiben. Dieses, ja genau, dieses Ema wird dann halt an auch so eine Art großen Ständer gebunden und am Ende des Jahres werden alle verbrannt, also ja, gehen dann halt Richtung Himmel an die Götter und dann kann man im neuen Jahr dann wieder neue Ema betiteln, beschreiben, bemalen. Also es gibt wirklich verschiedene Ema, die ich schon gesehen habe, mit Zeichnungen und Gedichten und bla und wirklich allem möglichen, in allen erdenklichen Sprachen. So, das war ein relativ kurzes Video, aber ich wollte eigentlich die wichtigsten Sachen nur für solche Tempel- oder Schreinbesuche zusammenfassen und ja, möglichst verdeutlichen. Ich hoffe, dies ist mir gelungen und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei eurem nächsten Japan-Trip und Besuch im Tempel oder Schrein und ja, viel Spaß beim Anwenden dieser kleinen, putzigen Regelchen. In diesem Sinne, yo!
Bis dann!